Ja, ich heiße Daniel Weller, bin 39 Jahre alt und komme aus Wien. Und bei Trustbit arbeite ich als Softwareentwickler und Architekt. Ein Softwarearchitekt, würde ich sagen, beschäftigt sich damit, wie eine komplizierte Software mit ihren Modulen und Komponenten gestaltet wird, dass sie auch das Geschäftsziel löst sozusagen. Weil ich glaube, dass also in der Software hat man den großen Vorteil, dass es meiner Meinung nach ganz gut möglich ist, sowohl Entwickler als auch Architekt zu sein. Also ich glaube, es ist in der Architektur von Gebäuden eher seltener der Fall, dass der Architekt auch dann tatsächlich, sagen wir, die Wand hochzieht. Aber in der Softwareentwicklung kann man sich das, glaube ich, leisten. Und es hat auch den großen Vorteil, dass man dann immer, wenn man das regelmäßig macht und auch eben weiter Software entwickelt und sich mit neuen Technologien konkret beschäftigt, damit arbeitet, dann hilft einem das, glaube ich, auch, um solche Architekturentscheidungen treffen zu können. Also unser Büro in Wien hat einen angeschlossenen Fitnessraum, den verwende ich sehr gerne. Ich finde das eine schöne Ergänzung sozusagen. Man arbeitet den ganzen Tag oft, sagen wir, sitzend oder halt herumgehend, aber denkend sozusagen. Und ich finde es dann sehr schön, wenn man sich nach der Arbeit ein bisschen auspowern kann sozusagen, ein bisschen Cardio am Laufband und dann noch so mit leichten Gewichten oder sowas. Ich war recht lang auf der Technischen Universität Wien, habe dort auch als Lehrender und Forscher eine Zeit lang gearbeitet, also nicht ganz fachfremd. Ich war in der theoretischen Informatik. Ich war nach der Universität noch woanders als Softwareentwickler tätig, in einem großen Konzern, wo ich schon lange auch nicht mehr ganz zufrieden war, weil dort alles erstens sehr hierarchisch war, wo man sozusagen in Eigenregie wenig selber machen konnte. Also die Gestaltungsfreiheit war nicht so sehr da, weil schon irgendwer war für jedes zuständig sozusagen. Also bei jedem Handgriff sozusagen hat man oft jemanden anderen gebraucht und das hat die Arbeit sehr mühsam gemacht. Also bei Trustbit als Ganzes gefällt mir sehr gut. Ich finde, es sind sehr unterschiedliche Menschen. Also es ist natürlich eine ingenieurslastige Firma, weil wir Softwareingenieure sind. Aber auch die Kollegen, die keine Ingenieure sind, die sich um Marketing und Sales kümmern. Auch da freue ich mich, mit denen zusammenzuarbeiten. Also der Kontakt ist natürlich loser. Man arbeitet jetzt nicht gemeinsam an Software, sondern vielleicht arbeitet man kurz zusammen, weil es um eine Ausschreibung geht, an der man mitarbeiten soll. Da kommt vielleicht jemand von Marketing und Sales zu einem und man arbeitet punktuell zusammen. Und auch da hat mir einfach sehr gut gefallen, wie die Kollegen arbeiten. Also das hat sozusagen immer sehr meinem Ingenieursethos entsprochen. Wir arbeiten mit Kunden zusammen, um ihre Probleme zu lösen. Ein wichtiger Teil davon ist, dass wir Software für die Kunden entwickeln oder sie in irgendeiner Form beraten. Aber ich glaube, ein sehr wichtiger Teil ist sozusagen ein Dialog auf Augenhöhe, wo wir versuchen zu verstehen, was eigentlich wirklich die Probleme des Kunden sind. Und ich glaube sozusagen, dass Kunden uns auch dadurch vertrauen sozusagen, weil wir nicht einfach nur die Ausführenden sind, sondern irgendwie mit dem Kunden zusammen versuchen zu arbeiten an seinen Problemen. Ich habe es noch klar vor meinem inneren Auge, irgendwann, es muss so vielleicht im Kindergarten oder Volksschulzeit oder sowas, da war das, glaube ich, auch mal Thema, was man werden will. Und ich erinnere mich, da habe ich was gezeichnet. Ich glaube, hatte einen weißen Kittel an und hatte so ein Reagenzglas mit einer grünen Flüssigkeit drin. Also ich glaube, sozusagen das Interesse an Forschung grundsätzlich sozusagen, also vielleicht Wissenschaft war damals schon da. Ich glaube, da war schon das Interesse sozusagen irgendwie an vielleicht einer Arbeit, wo man denken muss sozusagen und vielleicht auch, wo man Neues herausfindet. Und zwar nicht so, dass man vielleicht jetzt durch die Welt zieht als Abenteuer und neue Gegenden entdeckt. Also das wäre sicher auch spannend, aber ich glaube, schon damals habe ich mir gedacht, man kann auch Dinge im Kopf entdecken sozusagen. Man sitzt an seinem Schreibtisch, denkt über Dinge nach, macht vielleicht Experimente und findet so Dinge heraus. Also ich glaube, die Neugier sozusagen, das Herausfinden von neuen Dingen, das habe ich scheinbar schon damals spannend gefunden. Ja.